Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in diesem Kanal dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo, heute an meiner Seite Marisa Sied, unsere International Sales Manager. Hallo Marisa. Hallo Paul, hallo liebe Zuschauer. Heute haben wir auch ein sehr schönes Thema für euch. Wir werden über die Merino-Wolle reden. Merino-Wolle ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Naturgarne der Welt, weil die auch tolle Eigenschaften hat. Für mich hat aber auch eine andere Bedeutung, weil es so auch die Firma Pasquali angefangen hat. Deswegen möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, diese Firma habe ich damals mit einem Anfangskapital von 400 Euro gegründet. Ich war in Argentinien und damals konnte man die 32 Kilo Koffer mitschleppen. Ja. So habe ich in Argentinien die Merino, also die Idee war schon vorher da, klar, habe ich Merino-Wolle gekauft und in 2 Koffer nach Deutschland gebracht. Und so beginnt das alles mit den schönen Merino-Wolle. Früher kannte ich tatsächlich fast nur Merino-Wolle und Schafwolle. Andere Qualitäten waren mir unbekannt. Und war die Qualität so hochwertiger wie die Qualität, die wir jetzt haben für unsere Merinos? Nein, also heutzutage haben wir tatsächlich uns deutlich verbessert. Es war auch eine andere Feinheit, etwas dicker als was wir jetzt haben. Und da waren so große Stränge, verschiedene Gewichte, mit vielen Fellern. Also das war erstmal der Anfang, wo ich zuerst einmal in Kontakt mit Wolle kam. Vorher habe ich damals solche Ponchos produziert, da kann man eine andere Geschichte, ein anderes Video erzählen. Aber dann war, mit Poncho kam ich erstmal in Kontakt mit Wolle und mit Merino. Und dann habe ich diese Merino gekauft und dann habe ich angefangen, mehr zu lernen, wie eine gute Qualität produziert wird. Und diese Wolle habe ich erstmal versucht, damals in 2008 in eBay zu verkaufen. Das war die einzige Plattform, wo ohne Geld möglich war, ein Produkt an den Endverbraucher zu bringen. Ja, das war ein Anfang, ne? Ja. Und also ich merke, wenn wir schreiben über unsere Merinos, dass wir schreiben immer Merino extra fein. Was bedeutet extra fein? Also es gibt, so wie bei Alpaka, gibt es auch Baby-Alpaka und Superfein Alpaka und so weiter. Es gibt bei Merino auch eine Kategorisierung nach der Feinheit. Das heißt, wenn ein Merino-Faser zwischen 17,5 und 19,5 Mikronen hat, dann nennt man das auch extra fein. Wenn es feiner ist, wie zum Beispiel bei uns Regan Safira oder Tibetan, ist das superfein, und da gibt es verschiedene Feinheiten, also es gibt andere Firmen benutzen auch andere Begriffe dafür. Es ist sehr unterschiedlich, aber extra fein kennt fast jeder, dass es um die 19,5 Mikron ist. Und das ist das, was wir auch in unsere 100% Merino-Garne verwenden. Ja, also wie du sagst, wir haben Mischungen von Merino in andere Garne, aber rein 100% Merino haben wir in unserer Garne Merino Baby und Maximo. Merino Baby mit einer Lauflänge von 220 Meter auf 50 Gramm, und für unser amerikanisches Publikum, das ist 240 Yards. Und Maximo, ich liebe Maximo, 80 Meter auf 100 Gramm, das sind 87 Yards. No? Die sind beide GOTS zertifiziert. Ja, exakt. Ja, und wir haben, also das sind unsere Babys. Ja. Und aus 100% Merino-Wolle. Wir haben aber im Mai die Marke Rosy Green Wool, Wool ins Sortiment genommen, die auch aus nur 100% Merino-Wolle besteht. Und über die Garne reden wir in einem anderen Video, weil es ist wirklich ein sehr schönes Konzept und auch sehr ähnlich mit unseren, sind auch GOTS-zertifizierte Garne. Wir haben 3 verschiedene Qualitäten.
Einmal die Cheeky Merino Joy, einmal die Lovely Merino Treat und Big Merino Hawk. Und alle sind in einer sehr großen Farbpalette. Aber wie Ja, gesagt, in anderen die sind Videos reden toll. wir darüber. Ja. Aber ja, das sind unsere Unsere kleinen, Merino ja, Babys. genau. Und wir hatten auch hier mal schon mal was vorbereiten. Vielleicht magst du das Ja, so zeigen. die Farbpalette ist so toll. Es sind 31 Farben. 31 Farben, Genau. ja. Und die gleichen Farben sind in beide Qualitäten erhältlich. Ja. Also sowohl bei Merino Baby und Maximo. Und wir haben auch ein passendes Garn dazu. Das ist die Manada. Das ist eine Mischung aus Superkit Mohair mit Maulbeerseide, Merino und Yak. Und sie hat auch genau die gleiche Farbe wie Merino. So könnt ihr perfekt beide Garne 1:1, kombinieren. ne? Ja, klar, dadurch, dass andere Faser sind, es gibt immer Abweichungen. Aber trotzdem sind sie sehr ähnlich. Man kann das ganz gut zusammen kombinieren. Ja. Ja. Und wir haben auch eine Überraschung für euch. Wir haben unsere Hausdesignerin Katrin eingeladen. Sie wird heute ein Design aus Merino Baby vorstellen. Das ist ein neues Design. Das heißt Lace Flow Sweater, die im September bei uns veröffentlicht wurde. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo, danke, bin auch froh, wieder dabei zu sein. Hi Katrin, schön, dass du da bist. Ja, so diese Design ist so toll. Kannst du uns bitte das zeigen? Guck mal, das ist super schön. Und Ja. so schön gestrickt. Ja. Auch Ja, sehr, unsere sehr elegant. Strickerin Maria. So, Sehr so elegant, elegant, ja. feminin. Ja. Wo hast du Das die ist schön. Inspiration her? Tatsächlich eher so aus der französischen Mode. Ja, sieht Also so mal, sehr, ja, sieht genau, so ein aus. bisschen verspielter und romantischer. Ja, Super. es ist wirklich schön. Und wie wird das gestrickt? Das wird von unten nach oben gestrickt. Kann ich Ah, also okay. zeigen. Genau. Die Lace-Musterstreifen laufen in den Raglan rein. Der Halsausschnitt ist einfach nur rund gestrickt, also ohne geformten Halsausschnitt, weil das durch das Muster und durch das weiche Garn schmiegt sich das halt auch sehr schön an. Genau. Was wir halt bei unseren Designs auch immer machen, ist, dass wir mit der Wollnadel abketten, damit man halt schöne Kanten hat, beziehungsweise keine harte Kante, sondern eher Ja. einen fließenden Übergang Ja, und elastisch. Genau. sehr schön. Wirklich schön. Ja. Marisa, wenn du so die Farbpalette dir anschaust, was würdest du für eine Farbe auswählen? Also die Farben sind so toll, man kriegt wirklich Stress. wenn man so- Aber okay, eine meiner Lieblingsfarben ist natürlich diese Farbe. Das denke ich, das wäre ganz toll. Aber ich denke auch, diese Muster sieht ganz toll in Farben wie diese Gelb oder vielleicht in Blau. Ne? Oder vielleicht auch in Naturfarben. ja, Ganz Natur- elegant. Natur Ne? ist Das sehr wäre auch schön, ja. schön, sehr schön. Ja. Also es gibt viele Farben. Auch schwarz. Auch Wie immer, schwarz ne? oder Also, grau. Ja, Ja. diese Muster sieht bestimmt in alle Farben gut aus. Ja, Ja. ja. Ist so eine persönliche Sache. Ne? Und weißt du auswendig, wie viele Knäule man dafür braucht? Für große, weißt du, ist das die große S oder was ist das denn? Das sind Zwischengrößen. Also das ist jetzt Größe SM. SM, okay. Und 6 Knäuel. war das für 600, die so Größe. 300 Gramm. Genau. Da wäre für die große, da sei wahrscheinlich bis zur große ist maximal halbe Kilo dann, ne? So 500 Gramm Genau, wahrscheinlich. ich meine, es 10 wäre Knäuel. pro nächste Größe immer ein Knäuel mehr. Okay. Genau. Und vielleicht kannst du uns und die Zuschauerinnen, Zuschauern ein bisschen Input geben, womit man das kombinieren könnte. Also dadurch, dass es ja so leicht durchsichtig ist, ist es halt ganz gut, wenn man entweder so einen schlichten schwarzen BH drunter anzieht oder so einen Spaghetti-Träger-Top. Genau, und Hose, was weites dunkelblau passt super zu dem Rotton, weit geschnitten. Ja, Ja, gut, super. toll. Ja, danke. Also die Anleitung bekommt ihr auf jeden Fall wie immer bei uns auf Ravelry, auch auf Etsy tatsächlich und auf unserer Webseite. Und in der Beschreibung werden wir auch eingeben, nochmal wie das Design heißt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unsere Customer Service auch kontaktieren. Ja, sonst haben wir noch ein paar Fragen für Katrin oder? Nee, ich denke, das ist schon Ja, alles. haben wir ne? alles so Vielen gesagt, Dank. was man so sagen kann. Vielen Dank, Katrin, nochmal, dass du da warst und das wirklich tolles Design. Wir haben extra das auch ausgesucht, weil so ein schönes Design ist, Ja. gezeigt hast. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne das Design stricken möchtet und welche Farbe vielleicht ihr auch das Design haben möchtet. Daumen hoch, auf die Glocke klicken, sodass ihr keine weiteren Videos von uns verpasst.
In 2 Wochen, am Mittwoch, sehen wir uns wieder. Dann sagen wir mal zusammen Tschüss Tschüss. und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart.